Einschätzen möchte ich jetzt noch hier im Studio mit dem US-Journalisten Eric Kirschbaum. Willkommen, guten Morgen hier im Studio. Eric, also das Trump-Lager hat sich auch gemeldet, hat gesagt, also nach Punkten ging das 92:7 aus. Höchstwahrscheinlich ist es 1%, was Trump da offen gelassen hat, das der Unentschlossenen. Ich weiß es nicht, dein Resümee dieses Abends, dieses TV-Duells? Ja, es war ein spannender historischer Abend. Kamala Harris war sehr gut, sehr stark. Sie hat Trump gleich am Anfang verunsichert. Sie musste ihn aufsuchen, um die Hand zu schütteln. Erste Mal seit 2016, dass die Kandidatin die Hand gegeben hat. Trump hat versucht, sich hinter dem Podium zu verstecken, aber sie hat ihn erwischt. Und danach war sie ein bisschen nervös, aber dann ging es voller Fahrt und sie hat Trump total angegriffen, hat ihn eine Schande zweimal genannt. Es ging hoch her, das war sehr lebendig. Sie hat ihre Punkte gemacht, aber Trump hat auch gute Punkte gemacht. Vor allem am Ende. Trump hat daran erinnert, dass wenn Kamala Harris das alles so toll machen kann, warum hat sie die letzten 3 Jahre das nicht gemacht? Und das kommt bei seinen Anhängern gut an. Es war kein großer Sieg oder Niederlage wie vor ein paar Monaten, als Biden K.O. geschlagen wurden von Trump. Harris war natürlich schärfer, besser, sehr gut. Die Argumente stichhaltig. Aber Trump hat seinen Anhänger sicherlich auch mobilisiert mit seiner Art, seiner unnachahmlichen Art zu poltern. Manchmal wurde es in der Art und Weise des Schlagabtauschs ein bisschen krude. Hierzulande schüttelt man den Kopf. Wir können mal reinhören, Donald Trump, was der gesagt hat zu den Gepflogenheiten vieler Menschen, die nach Amerika kommen. Da geht es um das Thema Migration und was die so essen. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. She's destroying this country, and if she becomes president, this country doesn't have a chance of success. Not only success, will end up being... Ist man sprachlos erstmal, zumindest hier auf der anderen Seite des großen Teigs. Wie geht's dir da? Ja, man muss zuerst lachen und schlucken. Aber vor 8 Jahren, diese Fake News wurde dann weit verbreitet. Aber die Moderatoren haben gleich korrigiert und sagt, ja, die haben selber mit dem Bürgermeister in Springfield gesprochen, es gibt sowas nicht. Und da kann man sehen, diese Fake News, diese Behauptungen, die vor 4, 8 Jahren in der Welt bleiben würde, die waren dann schnell widerlegt. Aber das ist Amerika, das sind die Wahlkämpfe sehr hart. Das wissen die Amerikaner, es kommt Übertreibungen. Aber gerade sowas, also wo man wirklich hierzulande den Kopf stellt, verfängt das tatsächlich? Gibt es eine Klientel, die sagt, Mensch, das ist ein Punkt für Trump? Ja, natürlich. Es gibt 48% der Amerikaner, die Trump ohne Wenn und Aber stimmen würden. Die glauben alles, was er sagt. Und die glauben, dass die Hunde und Katze in Springfield, Missouri von den Migranten gefressen werden, weil Trump das gesagt hat. Wir müssen ernsthafter werden, weil Donald Trump ist auch einer, der gesagt hat vor nicht allzu langer Zeit, also er würde handstreichartig den Krieg in der Ukraine beenden. Dann würde ein Telefonat mit Wladimir Putin würde genügen. Und der Ukraine-Krieg war natürlich auch Thema in dieser TV-Debatte. Und was beide dazu gesagt haben, das können wir uns, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt noch mal anhören. Putin endorsed her last week, said, I hope she wins. And I think he meant it. Because what he's gotten away with is absolutely incredible. It wouldn't have happened with me. The leaders of other countries think that they're weak and incompetent, and they are. They're grossly incompetent. And I just ask one question. Why does Biden go in and kill the Keystone Pipeline and approve the single biggest deal that Russia's ever made, Nord Stream 2, the biggest pipeline anywhere in the world going to Germany and all over Europe? Because they're weak and they're ineffective. And Biden, by the way, President gets paid Trump, a lot of money. Thank you. It is well known that he admires dictators, wants to be a dictator on day one, according to himself. It is well known that he said of Putin that he can do whatever the hell he wants and go into Ukraine. It is well known that he said when Russia went into Ukraine, it was brilliant. Beide also so in gewisser Weise eine Aussage zum Ukraine-Krieg. Ist das aber ein Thema, was im Unterschied zu Europa wirklich ein Thema für die Amerikaner ist? Oder ist das für die so eine Art Sidekick? Ukraine, Europa, ganz weit weg? Außenthemen sind meistens nicht Teil der Wahlkampf, aber
Krieg ist was anderes. Wenn es Krieg und Frieden gibt, dann werden die Amerikaner hellwach, vor allem wenn Amerikaner da reingezogen werden können. Und Trump hat wieder seine Behauptung gemacht, der Krieg wäre ohne ihn nicht stattgefunden. Aber 2, 3 Mal ist er gefragt worden, wie denn würden sie den Krieg beenden? Und er ist eine Antwort schuldig geblieben. Er hat keine neue konkrete Antwort, nur dass er ein starker Mann ist und ihn respektieren. Aber interessanterweise, Pennsylvania ist ein ganz wichtiger Bundesstaat. Dort fanden diese Duell statt. Und Harris hat dann erwähnt, die polnischen Amerikaner müssen Angst haben, wenn Putin Ukraine einnehmen würde, dann ist Polen next. So sie probiert die paar Tausende polnische Wähler, polnisch-anstammige Wähler in Pennsylvania zu erreichen, mit diesem Thema ein Lokaldreh zu geben. Dass Pennsylvania-Wähler aus polnischer Abstammung sollen hellwach sein. Wenn Trump Präsident ist, dann Ukraine ist plötzlich unter russischer Fettische und dann Polen könnte demnächst sein. Man sieht, wo Harris probierte, jeder Wähler auf ihre Seite zu ziehen, die in der Mitte steht, die unabhängig und entschieden ist. Eric Kirschbaum, fürs Erste. Danke für diese Einschätzung. Erste TV-Duell zwischen Trump und Harris. Danke. Gerne.